Haben Asria und so ihre XP-Boni noch? Nein, die hatten sie, weil sie Premium-Gebiete waren. Und in Fly Universe gibt es keine Premium-Gebiete. Also es gibt dort zwar XP-Boni, aber das sind reine, sag ich mal, Zufälle. Es hat nichts damit zu tun, dass das jetzt Asria oder Korallinsel ist. Sondern als Asria eingeführt wurde, wurde zeitgleich ein 1v1 XP-Bonus eingeführt. Das hat aber nichts mit Asria zu tun gehabt. Sondern damit, dass 1v1-Spieler sich seit Release des Games darüber aufgeregt haben, dass sie viel langsamer leveln und schlechtere XP bekommen, auf die Stunde gerechnet. Und daraufhin als Reaktion, und das war zeitgleich mit dem Asria-Update, haben sie einen 1v1 XP-Bonus eingeführt, bei dem halt, wenn du ein Monster zu 80% mit 1v1 Angriffen oder Skills besiegst, dass du dann mehr XP bekommst und man als 1v1 nicht mehr ganz so stark hinter den AOE-Lern hinterherhängt. Und auf Coral Island wurde dieser bereits bestehende XP-Bonus halt erweitert, weil sich die Leute immer noch beschwert haben, dass AOE zu schnell levelt. Und seitdem wurde er aber nicht mehr erweitert. Also auf Kowloon wurde der XP-Bonus, zumindest haben sie es nicht gesagt, aber nicht erhöht. Also es ist zufälligerweise, ja, Asria und Kowloon, Korallinsel, zufälligerweise durch diesen 1v1 XP-Bonus, aber der geht halt nur für 1v1. Für AOE hat sich da nichts getan. Ich meine, logischerweise, wenn ein neues Gebiet released wird, ist dort die XP grundsätzlich immer besser. Weil das ja der ganze Sinn davon ist. Es gibt ein höheres Maximallevel. Folglich können die Leute ja nicht langsamer leveln als davor. Das würde sich ja kein Mensch irgendwann noch antun. Wenn es immer nur noch langsamer gehen würde. Also so war es in Fly PC tatsächlich. Also grundsätzlich zumindest. Dass du immer langsamer levelst. Aber glücklicherweise haben sie es so gemacht, dass es schon hier und da, oder immer wenn ein neues Gebiet released wird letztendlich, die XP der Monster schon stark ansteigt. Sodass zumindest die ersten 5 oder 10 oder 15 Level in dem neuen Gebiet sogar leichter sind als davor. Und man dann wieder mehr Lust hat zu spielen und mehr Lust hat zu leveln. Und erst dann wird es wieder ätzender. Aber alles andere wäre auch echt sinnlos, weil dann würdest du ja... Also sagen wir mal, du würdest jetzt fürs Maximallevel 15 Stunden leveln und dann kommt ein Update, 20 neue Level oder so. Und dann würdest du für das erste Level von den 20 würdest du schon 20 Stunden brauchen oder so. Da hättest du überhaupt keine Lust drauf. Also niemand hätte da Lust drauf. Und das dann jedes Mal. Also beim ersten Update wäre es vielleicht noch okay. Beim zweiten Update wäre es dann schon crazy. Und beim dritten Update wäre es dann schon gottlos. Wie gesagt, da sind wir dann bei Fly PC. Wo die XP dann irgendwann wirklich nur noch 0,0001 war. Und du ohne diese Tausender-Amplis, die ja jeder so sehr hasst, was aber eigentlich gar keinen Sinn ergibt, dass sie so gehasst werden. Aber so war es bei Fly PC letztendlich. Irgendwann mussten die diese Amplis eigentlich einführen. Ich meine, natürlich war es auch ein Cash-Grab, keine Frage. Aber ohne diese Amplis hättest du literarisch nicht mehr leveln können. Also, ich meine, man hätte da auch die XP verändern können. Aber so hat man halt beides gemacht. Aber die Grund-XP in Fly PC, die ist zwar auch hin und wieder gestiegen, aber die war irgendwann so gottlos low, dass du ohne 1000er oder 200% Amplis gar nicht mehr leveln konntest. Und viele Leute hoffen oder denken, dass die Amplis hier auch noch kommen. Aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht, weil eben genau dadurch, weil sie die XP immer wieder anheben, die man bekommt, bei jedem neuen Update, brauchen sie das eigentlich nicht. Also wenn sie das wirklich vorgehabt hätten, hätten wir diese Amplis schon längst. Ich meine, wir sind jetzt bei 4 Jahren. Fly Universe in 2 Monaten. Also das wäre schon längst passiert, wenn sie das wirklich unbedingt vorhätten. Ich schätze mal, man wird es sich immer in der Hinterhand behalten. Wenn mal gar kein Geld mehr reinkommt, kann man sich immer in der Hinterhand behalten.
5-fach stackbare Amplis rauszubringen. Aber ich würde sagen, das dauert noch sehr lange, bis wir die sehen. Das könnte noch Jahre dauern. Also mehr als ein Notfallplan ist es, glaube ich, nicht. Wenn überhaupt.